Bist du gleich fertig? Ich komme ja schon. Sag mal, hättest du nicht mal ein bisschen aufräumen können hier? Weißt doch, dass ich immer drüber stolper. Wie soll ich denn... Mann, willst du ein Interview mit mir machen? Ja, ist alles voll. Ist ja gut weggeräumt. Hast du das Mikrofon angeschlossen? War klar. Also das... Ja, super. Du meinst also, mit der Kamera sieht das besser aus? Cooler aus für ein Interview. Na gut. Oh Mann. Nein, du sollst das große Mikro wegstellen und das kleine dir anknipsen. Dann ist richtig. So, herzlich willkommen bei Bunte Knete im Kopf. Heute zu Gast die nordische Sprotte und das Ganze mit den neuesten Nachrichten von der Guaifenesin-Front. Hintergrund und Fakten gleich im Anschluss. Bleiben Sie dran. Seit 1,5 Wochen nimmt die nordische Sprotte kein Guaifenesin mehr. Was genau dahinter steckt und welche Auslöser es gab, wird sie uns nun persönlich erzählen. Herzlich willkommen bei Bunte Knete im Kopf. Schön, dass du da bist. Ich wohne hier, aber danke. Erste Frage. Was war der Auslöser für deine Entscheidung? Also der Auslöser war definitiv das ADHS. Ich war so unruhig und konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren und immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Und ja, das waren in diesem Fall die Süßigkeiten. Das ist einfach schwierig. Nur durch die Süßigkeiten habe ich relativ schnell einen Kick bekommen. Das Problem ist nur, dass man dadurch immer schlapper und immer unkonzentrierter wird. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt das Ritalin nehme. Und beide Medikamente, 4-mal täglich Guaifenesin und 2-mal täglich Ritalin, das war mir einfach zu viel. Also da habe ich mich dann entschieden, auf das Guaifenesin zu verzichten, weil ich im Alltag so eingeschränkt war durch mein ADHS. Das geht einfach nicht. Verstehe. Zweite Frage. Ist es denn so kompliziert, beide Medikamente zu nehmen? Naja, es fängt morgens an mit der Tablette für die Schilddrüse, halbe Stunde später das Antidepressivum, halbe Stunde später das Ritalin und dann kommt ja immer noch das Vitamin D2, das Magnesium und das Omega-3-Öl, das nehme ich auch 2-mal am Tag. Und ich bin dann den ganzen Tag damit beschäftigt. Wenn ich jetzt noch das Guaifenesin nehme, das ist mir einfach zu viel. Zumal ich auch nicht so viel Chemie in mich hinein pumpen möchte. Wie alt warst du nochmal? Witzig. Hinzu kam, dass ich also anfing, die Einnahmen zu vergessen. Und die Kapseln sind mir teilweise wirklich schon im Hals stecken geblieben. Ich habe wirklich Probleme gehabt, sie zu schlucken. Okay, ist schon ein Argument, ja. Die dritte Frage. Wird es dich jetzt nicht zurückwerfen mit der Fibromyalgie? Also ich denke, das wird nicht so schlimm. Solange ich es wieder schaffe, mich vernünftig low carb zu ernähren und den Zucker zu vermeiden, denke ich, das wird keine so schlimme Auswirkung haben. Okay, du redest immer vom Kick. Was bedeutet dieser Kick eigentlich? Also bei ADHS ist das Gleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn gestört. Es herrscht eine Unterversorgung an Dopamin und das führt zu einer gestörten Weiterleitung von Nervenreizen. Also einfach gesagt, das Gehirn braucht Dopamin. Das ist dieser Kick, den es braucht. Und davon habe ich zu wenig. Und es drängt wirklich ganz stark, diesen Kick zu bekommen. Also
sucht man sich etwas. Einige Leute machen halt Extremsportarten. Da kommt es ja auch zu einer Dopaminausschüttung. Und bei mir ist es so, ich esse Süßigkeiten. Auch das führt zu einer Dopaminausschüttung, auch zu einer Serotoninausschüttung. Aber bei mir ist halt das Dopamin erstmal wichtig. Und das Ritalin wiederum blockiert die Rezeptoren, die das Dopamin wieder aufnehmen. Also der Körper produziert ja Stoffe und baut sie auch wieder ab. Und das Ritalin verhindert halt den zu schnellen Abbau von Dopamin und somit kreist dieses Dopamin viel länger im Gehirn. Und ja, es ist dann fast wie bei normalen Menschen dann. Und man hat auch dann dieses Gefühl, dass der Kopf einfach freier ist und dieses Bedürfnis nach Zucker verringert sich auch. Also das ist schon wirklich ganz klasse. Jetzt mal eine ketzerische Frage. Hast du nicht genug Disziplin? Ja, Disziplin. Das Problem ist einfach, wenn der ganze Körper den ganzen Tag nach Zucker schreit. Morgens, mittags, abends. Du musst ständig an Süßigkeiten denken und es ist schon so, dass es einfach körperlich wehtut. Du kriegst nichts auf die Kette, weil du immer versuchst, dagegen anzukämpfen. Du bist den ganzen Tag damit beschäftigt und das ist sehr ermüdend. Und abends freust du dich schon aufs Bett zu gehen, damit du aus diesem Kreislauf herauskommst. Dass du einfach sagen kannst, ich lege mich hin, ich schlafe, ich möchte da einfach im Moment nicht mehr kämpfen. Und dann ist das morgens auch, wenn man aufsteht, mühsam, weil man weiß, dass dieser Kampf wieder von vorne losgeht. Und in diesem Moment kannst du dir die Disziplin echt von der Backe schmieren. Du bist psychisch so am Limit, du gibst einfach auf. Deswegen, wenn ich Disziplin höre, kriege ich einen Krampf. Ja, und jetzt nochmal eine letzte Frage. Wie geht es dir denn jetzt? Also mir geht es viel besser mit dem Ritalin und ich merke auch einfach die Wirkung. Es ist viel ruhiger im Kopf, nicht ständig Kirmes und negative Gedanken. Das reduziert sich sehr stark. Es ist natürlich nicht alles weg, aber stark reduziert, muss ich sagen. Und ich werde einfach versuchen, vernünftig zu essen, vor allen Dingen versuchen, Zucker zu vermeiden, weil ich merke sofort, wie er negativ wird, wie das innerlich anfängt zu brodeln und ich kriege Schweißausbrüche. Ich werde ganz kribbelig davon. Also es ist wirklich ätzend. Also mal gucken. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, ich bin zuckerabhängig und mit ADHS ist man extrem suchtgefährdet. Das ist leider auch sozusagen eine Nebenwirkung. Aber ich weiß auch, dass sich die Fibromyalgie und das ADHS mit Ernährung sehr gut positiv beeinflussen kann. Und ganz ehrlich, da kann mich die Disziplin mal. Ich schaffe das ohne Ritalin nicht. Es wird einfach nichts. Also muss das so laufen. Noch Fragen? Ja, also das hört sich ja alles in allem ganz gut an. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit dir. Also, ich behalte dich im Blick, du weißt. Und wir können also gerne wieder ein Interview führen. Kein Problem. So, ihr Lieben, das war das Interview bei Bunte Knete im Kopf. Ich wünsche euch eine schöne Woche und alles Liebe. Auch von mir und von der da hinten. Moin. Ja, ich sage dann mal Tschüss, schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure nordische Sprotte.